Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein leckeres Rezept für einen deftigen Linsentopf mit spanischer Chorizo. Die Chorizo bzw. Paprikawurst gibt es in einer milden oder pikanten Variante. Da könnt ihr nehmen, was euch am besten schmeckt. Die Paprikawurst als erstes in fingerdicke Scheiben schneiden. Insgesamt habe ich hier etwa 400 Gramm verwendet. Als nächstes bereiten wir noch das Gemüse vor. Eine große Zwiebel sowie 2 bis 3 Knoblauchzehen abziehen und grob hacken. Außerdem 500 Gramm Kartoffeln, vorwiegend festkochend, schälen und in kleine Stücke schneiden. Und zum Schluss noch 2 große Möhren, ebenfalls schälen, längs vierteln und dann in Stücke schneiden. Für Cooper plane ich natürlich auch immer eine extra Möhre ein. Die darf er sich hier gerne einmal abholen. Weiter geht's mit einer großen Pfanne oder einem Topf, einen kleinen Schuss Öl hineingeben, dann 100 Gramm Speckwürfel sowie die Chorizo-Scheiben in die Pfanne geben und jetzt für 3 bis 4 Minuten unter gelegentlichem Wenden bei mittlerer bis hoher Hitze anbraten. Wenn das erledigt ist, kommt das vorbereitete Gemüse dazu. Einfach mit in die Pfanne geben, für weitere 2 bis 3 Minuten mit anbraten, gelegentlich mal umrühren und danach kommen auch schon die Gewürze dazu, einen gehäuften Teelöffel geräuchertes Paprikapulver und eine sehr gute Prise Salz sowie frisch gemahlenen Pfeffer. Die Gewürze jetzt kurz unterrühren und danach kommen auch schon die restlichen Zutaten in die Pfanne. 300 Gramm getrocknete Linsen. Ich habe hier Berglinsen verwendet. Die haben laut Packungsanweisung eine Kochzeit von ca. 30 Minuten. Außerdem alles mit Wasser aufgießen, bis alle Zutaten knapp mit Flüssigkeit bedeckt sind. Alles einmal gut umrühren, zum Kochen bringen und für 30 bis 35 Minuten bei niedriger bis mittlerer Hitze köcheln lassen. Zwischendurch immer mal wieder umrühren, damit nichts am Topfboden anbrennen kann. Außerdem bei Bedarf noch etwas Wasser nachgießen und jetzt alles so lange köcheln lassen, bis die Linsen gar sind und der Linsentopf eine schöne sämige Konsistenz erreicht hat. Zum Schluss nur noch mit etwas Salz, Pfeffer und wer mag, etwas Rotweinessig abschmecken. Und dann sind wir auch schon fertig. Die Pfanne jetzt vom Herd ziehen und den Linsentopf auf tiefen Tellern verteilen. Zum Schluss mit etwas fein gehackter Petersilie garnieren. Und danach wünsche ich euch einen guten Appetit. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.